Das ist Oliver, ich bin Vera. Ja, und herzlich willkommen. Wir möchten euch jetzt gerne unsere Scheune zeigen. Und in unserer Scheune ist ein Haus drin. Und wie das aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Bitte kommt mit. Das ist unser Wohnraum, der höchste Raum auch. Hier vereint sich Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Und hier leben wir ja hauptsächlich. Das ist so, ne? Hier sind wir am meisten drin. Sitzen da, trinken Kaffee. Die Scheune, die kenne ich persönlich aus Kindheitszeit. Hier sind wir immer wieder dran vorbeigelaufen und irgendwie hatten wir aber auch das Gefühl, das ist ein schönes Gebäude. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass man ein Haus, in die Scheune bauen kann. Und ich finde, das sieht man auch ganz gut. Man könnte sich vorstellen, Haus im Haus heißt, wir haben eine große Schachtel, einen großen Karton und machen einfach einen kleinen Karton rein, ganz einfach. Das Problem ist aber, dass dieser große Karton Stäbe hat, Stangen, Balken, tragende Balken, die man nicht rausnehmen kann, sonst fällt der ganze Karton zusammen, so dass man einfach dann hergeht und diesen neuen Karton, den man da reinbaut, der muss quasi alle Stangen mit sich aufnehmen und das war die Kunst. Unten, Mitte und oben, überall diese alten Balken mit zu integrieren in das neue Gebäude. Und wir haben den Ausbruch noch bekommen. Hier geht dann so ein Kubus, nennen wir das immer, raus. Dadurch kommt auch noch mal Licht rein. Wir wurden auch immer gefragt, sag mal, ist es nicht zu dunkel? Ein Haus in die Scheune reinzubauen, ja, das kann man so sagen, aber durch die großen Fenster, die wir hier am Scheunentor haben, durch dieses große Fenster, glaube ich, ist es eigentlich wunderbar. Da hinten in der Ecke haben wir ja auch natürliches Licht. Wir haben uns viel Gedanken gemacht mit der Farbe. Wir haben verschiedene Blautöne hier, hatten darauf geachtet dann, dass es welche Schattierungen in welchen Bereichen. Hier kommt mehr Licht rein, da wollten wir ein anderes Blau haben, so ein Blau-Grün. Und das fanden wir eine super Ergänzung zu dem Holz. Den Boden zu schleifen, das war ja unheimlich viele Teerflecken waren hier. Das war eine ganz große Herausforderung. Das war mein Job. Und ich habe mich da wirklich auch da auf den Boden gesetzt und habe dann immer gebürstet. Und es war ganz schön, weil da, wo ich gebürstet habe, wurde es ja heller. Das heißt, man hat den Erfolg wunderbar gesehen. Und ich bin immer mit den Händen so nachgefahren. Ich fand das eine tolle Tätigkeit und auch so nah am Holz, so nah am Boden. Es gab auch so Arbeiten, die hat man gar nicht so gerne gemacht. Also wenn ich hier so auf die Wände schaue, da ist so eine Zementfaserplatte drauf. Und die sind wahnsinnig schwer. Also das war wirklich ein irres Arbeiten. Wir haben so ein paar Erinnerungsstücke einfach. Und das ist interessant, diese Scheibe da drin, das ist eine Lippenscheibe aus Äthiopien. Das hatte eine Frau in der Lippe drin. Hier die Kuh? Die Kuh, ja, natürlich. Die Kuh, genau, die haben wir auf einer Wanderung entdeckt. Das war auch sehr schön, hat uns glücklich gemacht. Wir lieben Kühe. Ja, vielleicht das noch. Das ist ein Schiff aus Mosambik, eine Dau. Die habe ich mir dann dort bauen lassen. Ich habe mal eine Zeit lang in Mosambik gelebt und ist so ein bisschen ein, naja, wie soll ich sagen, auch so ein Sehnsuchtsding. Also ich bin total gerne am Meer und schaue mir Schiffe an. Jo, also das war der erste Stock, aber wir haben ja noch mehr. Deswegen gehen wir mal nach oben. Wir nutzen dazu unsere tolle Treppe.
Was wir halt toll finden, ist, dass wir hier hochgehen und so runterschauen können. Ich hatte auch immer so den Traum, man hat eine Bibliothek direkt an der Treppe und das hat sich jetzt hier so verwirklicht. Da hinten kommt man schwieriger dran, da müssen wir halt eine Leiter holen. Aber es ist nicht so, dass wir da so oft jetzt Bücher rauspicken müssten. Das sind alles gelesene Bücher. Auch das. Und das ist jetzt unser Büro. Wir können ja vielleicht mal reingehen. Ja, hier muss man sich jetzt ein bisschen ducken. Das ist mein Büro hauptsächlich. Ich bin Lehrerin und es ist toll. Mein Mann Journalist, aber dennoch hat er wahnsinnige handwerkliche Fähigkeiten. Schreibtisch, Sideboard, Schrank hat er selbst gebaut. Und du hast die Wand gemacht. Ich habe die Wand gemacht. Wir hatten es erst schwarz, ganz schwarz gestrichen. Ich hatte alles abgedeckt und dachte, Mann, ohne Erfahrung, ein schwarzer Raum, huiuiui. Und diese schwarze Farbe hatte Eisenteile und so kam da eine Flüssigkeit drauf, mit dem Schwamm so draufgeworfen. Dann hat sich das über mehrere Stunden so entwickelt, dass wir hier diese braunen Flecken haben, die dann sich wieder super ergänzen mit einer neuen Decke. Das Fenster, das ist auch witzig. Na, man schaut witzigerweise auf die alte Mauer. Da denkt ihr, das ist verrückt, kann es aufmachen. Und schaut raus, man ist also immer noch innen, man ist außerhalb des neuen Gebäudes, aber immer noch im alten Gebäude. Jetzt gehen wir noch ins Gästezimmer. Was ich euch zeigen möchte, ist die Besonderheit des Fensters. Viele Fenster bei uns gehen nach außen auf, da können wir natürlich Platz sparen innen und draußen stört es ja nicht, weil ja ein Dach drüber ist. Etwas skurril, man schaut auch wieder hier auf die alte Mauer, auf das alte Tragwerk, aber hier ist ein Originalfenster in der Mauer unten drin und man sieht die grüne Wiese. Also, das war der Zwischenschritt sozusagen, das Zwischenstockwerk, Zwischenebene und jetzt gehen wir in das letzte Stockwerk, was wir haben. Und verlassen auch so ein bisschen das alte Teil, weil oben ist alles neu. So, das ist jetzt quasi das zweite Stockwerk oder das oberste Stockwerk. Und wir gehen jetzt erstmal ins Badezimmer. Wir sind selbst überrascht, es ist wieder blau. Aber blau, wir fanden das hier super frisch. Das ist ein großes Badezimmer, so ein großes Badezimmer hatten wir noch nie. Und auch da wieder die Latten, die Wandverkleidung, lange überlegt, wie machen wir das senkrecht, waagerecht, eng aneinander. Diese Lattierung hatten wir immer wieder gesehen auf Scheunen hier in der Gegend. Also eine breite Latte oder ein breites Brett und dazwischen eine dünne Latte zum Fugenfüllen sozusagen. Das haben wir einfach kopiert. Übernommen. Ja. Aber auch das war so ein Wandel. Wir hatten alte Fliesen hier gewählt. Ein altes Waschbecken und ein altes Brett aus dem Gebälk und so weiter als Ablage. Wir haben dort Glasziegel drinne eingebaut. Die waren natürlich vorher nicht da drinne. Wir hatten ursprünglich gedacht gehabt, da ein richtiges Fenster hinzubauen, aber das wäre einfach viel zu teuer, viel zu aufwendig. Und vor allem die Frage ist ja dann, wenn das Fenster dreckig ist, wie putzt man das? Man kommt ja nicht da draußen hin zum mal eben putzen. Dann gehen wir weiter in unser Ankleidezimmer sozusagen. Und dann geht es hier in unser Schlafzimmer. Das Schöne ist, dass wir am Morgen aufwachen und gucken hier hoch. Vielleicht kann man auch noch sagen, dass das neue Gebäude ein eigenes funktionsfähiges Dach hat. Das heißt, selbst wenn das alte Dach der Scheune weg wegfliegen würde, dass trotzdem das neue Dach oben alles abhält. Hier das große Fenster wieder, das fanden wir super. Auch hier oben haben wir so viel Licht, das ist so ein heller Raum, was man von unten so gar nicht wahrnimmt. Die Frage ist immer, ist es nicht zu dunkel?
Nein, es ist gar nicht dunkel hier. Ich erzähle euch noch mal was von den Lampen. Wir brauchen eine Lampe, die man in allen Räumen einsetzen kann. Also sowohl unten in allen Nassräumen, oben, die durchgehend halt wiederzuerkennen ist. Und in jedem Raum ist so ein Highlight. Das ist schön, das ist ein Geschenk, das ich meinem Mann gemacht habe. Wir haben dieses Foto der Scheune schon gemacht, als wir uns 10 Jahre oder so her, ja. gerade kennengelernt haben. Dann hast du mir die schon gezeigt. Und also die Liebe dafür, für diese Scheune, die hat er mir damals schon näher bringen können. Ein Highlight haben wir noch für euch. Da draußen, man kann sagen, das Ganze, dieses oberste Stockwerk ist eine Art Penthouse. Dieses Penthouse ist kleiner als das Gebäude unten drunter, das neue Gebäude. Das heißt, wir haben einen 270 Grad Rundumgang um dieses Penthouse, aber innerhalb der Scheune. Und das zeigen wir euch jetzt, indem wir einfach mal rausgehen. Das ist unsere Veranda. Das ganze neue Gebäude wurde in einer sogenannten Holzständerbauweise gebaut. Kann man natürlich jetzt so nicht erkennen. Das hier ist eine Holzwand. Dahinter ist eine Lattenkonstruktion, dann kommt eine MDF-Platte, Wolle, Holzständer, OSB-Platten und dann noch eine Installationsebene. Das ganze Ding entspricht einem guten, hohen Energiestandard. Also so werden Holzhäuser heutzutage gebaut und so ist eben auch unser Haus gebaut worden. Okay, das zur Ständerbauweise. Jetzt gehen wir hier mal weiter an der Wand. Und hier endet quasi unser Rundgang mit diesem Eimer, der ein Gegengewicht darstellt zu der Platte da unten, die ziemlich schwer ist. Und einfach loslassen. Und da oben ist dieser Eimer, der dagegen hält. Und jetzt ist es zu. Und dann haben wir hier eine Plattform. Das ist eigentlich ein ganz seltener Moment, weil wir diese Platte oft aufhaben, weil wir runter in den Keller müssen. Wenn man da hier hingeht in die Ecke, kann man auch wunderbar schön sehen, wie das neue Haus zusammen mit dem alten da spielt. Wenn ich von der Schule komme, bin ich total happy. Und gerade weil wir, glaube ich, so viel Eigenleistung gemacht haben und wissen, was wir hier entworfen haben. Das war so am Anfang ein bisschen absurd und verrückt, alles das Ganze, aber man kann es machen. Auch wenn es noch so absurd ist oder noch so verrückt. Ich denke, man muss einfach nur an sich glauben, an das Projekt, muss man eine Leidenschaft haben und vielleicht auch ein paar gute Leute, die das mitmachen. Das war unser Haus in der Scheune. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr konntet vielleicht ein paar Anregungen gewinnen. Und abonniert auch den Kanal, müsst ihr hier klicken. Oder schaut euch weitere Folgen an. Hier oder hier. Tschüss. Tschüss.